So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video oder wie die Berliner sagen würden, schön dass Sie wieder rinkicken, wa? Denn heute geht es um Schwarzlose Berlin. Das wird vielen von euch wahrscheinlich was sagen, wenn nicht, spätestens nach diesem Video. Ich persönlich mag die Marke total gerne, warum erzähle ich euch auch gleich. Wir werden auch so ein bisschen in diesem Buch blättern und so einen kleinen Deep Dive, so auch in die Historie von Schwarzlose Berlin unternehmen, denn das sollte jeder wissen, die gibt's oder gab's, kommen wir gleich zu, schon ewig, ich glaube gegründet im 19. Jahrhundert. Also wirklich eine Traditionsmarke und ganz tief auch mit der Geschichte Berlins und dem Berliner Nachtleben gerade so in den 20er Jahren verwurzelt. Bevor wir reinstarten, ein paar Sachen zum Anfang. Das war jetzt hoffentlich nicht zu laut. Diese Mikros sind ja... Es ist eh wieder laut. Das ist nämlich genau das Ding. Beim letzten Mal hat ja der Ton so ein bisschen reingefickt, ne? Und deswegen habe ich jetzt die Geräuschunterdrückung ausgemacht. Das kann jetzt nach hinten losgehen, weil wirklich, ich sage es euch, ne? Ich habe ja schon mal über mein Verhältnis zu der Nachbarin oben gesprochen, ne? Und das ist jetzt nicht besser geworden. Also ich musste heute Nacht den Allmann-Move Number One bringen. Ich musste wirklich mit so einem Schrubber unter die Decke hauen, weil, ich sag mal so, da wird zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr lautstark allen anderen im Haus mitgeteilt, dass man jetzt gern bumsen will und gerne auch im Flur. Und dann hämmern die immer so gegen die Haustür. Ey, also ich weiß nicht, wohnen die hier alleine? Bin ich, also ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, weil ehrlich gesagt, ich komme mir immer so ultra, wie soll ich sagen, ja, so konservativ vor, aber das nervt doch einfach, oder? Also vor allem, wenn das irgendwie um 5 Uhr morgens ist. Muss doch nicht sein. Aber egal, wir bleiben heute übrigens deutsch, weil ich finde übrigens Schwarzlose Berlin ist so der deutscheste Name ever, oder? Also ich meine, dann nennt man seine Firma einfach nach einem selbst und der Stadt, in der man ist. Das ist, ja, that's German. Ne? Aber gut, schauen wir rein. Also erstmal, was ganz interessant ist, das Logo von Schwarzlose Berlin hier, das sollen die Initialen sein und die bilden eine Lindenblüte. Die haben ja auch diesen einen Lindenblütenduft, da kommen wir gleich zu, aber es gibt ja auch unter den Linden, ne, Berlin und. Und was man mal wissen kann, ist, auf jeden Fall sind die schon 1856 gegründet worden, damals noch als Drogeriehandlung und da hießen sie Schwarzlose, JF Schwarzlose Söhne, weil das von dem Original Schwarzloser für seine Kinder gegründet war. Ne, 1869 dann das Prädikat des königlichen Hoflieferanten, also so schlecht können die auch damals schon nicht gewesen sein. Dann 1902 hat man noch, was hat man hier? Den feinen Parfümhersteller Treu und Nuglisch übernommen. Ja. Der war auch preußischer und kaiserlich-königlicher Hoflieferant, steht hier zumindest. Und dann hieß man erstmal JF Schwarzlose Söhne Treu und Nuglisch, ist ein eingängiger Name. Wahrscheinlich hat man das deswegen dann irgendwann auch mal wieder geändert. Und nach der Blütezeit in den 20er Jahren, da haben wir es wieder, ne, ihr kennt ja die wilden 20er für alle, die Babylon Berlin geguckt haben oder so. Und 2 Weltkriegen wurde dann von der letzten Nachfahrin 1976 das Geschäft eingestellt. Und da endet jetzt eigentlich die Geschichte, wenn es nicht 2012 revitalisiert wurde und verbindet jetzt alte Tradition mit Kreativität und Extravaganz. So, das dazu. Das Geschäft lag 1856 an der Markgrafenstraße und dann, und das fand ich so interessant, ab 1930 an der Leipziger Straße, also in derselben Straße, wo der alte Tresor damals war. Ob das ein Zufall ist, ich weiß es nicht, weil Nachtleben ist ja hier auch mit drin, ne? Und ich meine, passt ja auch ehrlich gesagt. Ne? Also das sind jetzt Düfte, die zieht man sich in die Nase, auch da wieder Berlin passt. Ne? Es gibt hier den Trance, den Rausch, den Fetisch, also hier wird ganz Berlin einmal durchgenommen, hätte ich fast gesagt. Aber gut. Also wir starten jetzt hier mal rein. Ich habe hier dieses tolle Kit, ich zeige euch das mal. Übrigens finde ich auch, dass man sagen muss, das ist so schön gemacht. Falls jemand jetzt noch ein gutes Weihnachtsgeschenk tun, das soll jetzt keine Verkaufsshow hier werden. Es ist einfach nur so, weil man, also es gibt ja schönere und nicht so schöne Discovery-Sets, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das hier gehört zu den schöneren, muss ich wirklich sagen. Oh, hier der eine Duft sitzt nicht richtig drin. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Hier. So sieht es aus, geklappt auf. Ich hoffe, das fällt jetzt hier nicht raus. Ihr könnt es sehen, ne? Ihr seht das alles, hoffe ich. Und dann gibt es da halt hier noch dieses Kärtchen, da stehen jetzt hier die Düfte drauf. Und das werden wir uns jetzt auch mal ein bisschen angucken. Und ich würde sagen, wir starten rein, so ein bisschen der Reihenfolge nach. Ich weiß nicht, ob wir uns hier durch dieses Buch durcharbeiten wollen oder wie. Denn der erste Duft, den die jetzt hier im Buch haben, ist der Fougère. Und das Fougère-Akkord, ne, kann man sich ja vorstellen. Also man hat hier den Duft aufgeteilt in 3 Elemente. Nicht in Kopf, Herznote und Basisnote, das wäre auch zu langweilig, sondern in Freiheit, Identität und Sexappeal. Nun gut, also Freiheit ist der Farnakkord, Bergamotte und Rosapfeffer. Dann haben wir die Intensität, das ist Buchsbaum, Artemisia und veredelte Zypresse. Weiß nicht, wie unveredelte Zypresse aussieht. Und das Herz von Patchouli und Tannenbalsam und Lorinox.
Auch das, ja, Lorinox klingt nach Sexappeal, habe ich Bock drauf. Und wie gesagt, wir fahren uns das jetzt hier rein. Diese Teststreifen, ja, manche Leute sagen, das sieht nicht so gut aus, aber ich muss sagen, es gibt ja auch Leute, die das so in die Luft sprühen, sich dann so in die Nüstern reinzimmern. Kann man ja alles machen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Finde ich, sieht auch immer nicht so schön aus. So, ich mache das jetzt hier mal anders. Ich lege mir das hier hin, sonst beuge ich mich nämlich immer so in die Kamera und dann seht ihr die ganze Zeit irgendwie nur mein Schädel hier. Das ist ja auch nicht geil. So, also Fougère, was kann das hier? Hoffen wir, wir haben keine Blockade drin, ne? Aber den Witz machen wir jetzt nicht jedes Mal. Ja, und man muss sagen, ich habe das gerade so ein bisschen angekündigt, während ich den jetzt hier so ein bisschen wedel, erzähle ich euch das mal, warum ich so ein bisschen biased bin, was Schwarzlose angeht. Ich habe ja den Leder 6, den gucken wir uns gleich auch nochmal an, weil ich finde auch die Flakons super schön, weil das halt diese 20er Jahre Ästhetik und dieses, ja, so ein bisschen Art Deco-mäßige hat und trotzdem super schlicht ist. Übrigens auch alles in Europa und Deutschland hergestellt, also kurze Lieferwege. Hier ist auch so ein bisschen das Ethische, was damit reinspielt. Und ich habe damals, als ich den Leder 6 gekauft habe, eine Frage zum Batchcode gehabt. Das kann man natürlich nirgendwo nachgucken, weil die jetzt bei Checkfresh und so nicht drin sind. Und dann habe ich da angerufen, irgendwie nach Feierabend und hatte dann, ich meine sogar wirklich den Chef am Telefon, der irgendwie im Auto gerade unterwegs war und der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, mir da zu helfen und konnte mir dann da auch Auskunft geben und hat auch gesagt, und das steht ja auch in diesem Büchlein hinten nochmal drin, der Kunde ist bei denen König, also wenn man mit einem Duft was nicht stimmt oder so, kann man die jederzeit anschreiben, dann tauschen die das aus und die sind wirklich, also gerade in diesem Sujet, in dem wir uns hier bewegen, merkt man ganz oft, dass Marken abgehoben und arrogant sind und einem gar nicht antworten oder nur sehr bockig sind, also gerade ich merke das ja relativ oft. Und Schwarzlose ist da tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, wie es geht, wie es sein sollte. Perfekt. Würde man Berlin gar nicht zutrauen, ne? Aber in dem Fall. Also, jetzt müssen wir einmal auf den Fougère hier eingehen. Also wer Fougère-Düfte mag, wird den auch mögen. Dieser Farnakkord ist tatsächlich klasse. Es ist natürlich so ein bisschen oldschoolig. Das ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten Leute eine Überraschung, weil Fougère ist ja ein sehr traditioneller Akkord. Fougère-Düfte, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich glaube, erfunden wurde das von, ach komm, jetzt komme ich natürlich wieder nicht auf den Namen. Houbigeon, die haben das, glaube ich, erfunden. Und dieser Farnakkord, das ist ein sehr grüner, für mich eher ein bisschen maskuliner Duft, würde ich jetzt sagen, der aber ja nicht so dieses Rasierwasserartige hat und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen. Das ist einfach, das bringt einfach diese Fougère-Note mit sich. Ne? Oft hat man da ja auch, ich meine, ja, dieses Farn und dann gibt es da ja auch immer so ein bisschen blumige Noten. Wobei ich glaube, der jetzt hier gar nicht so diese super blumigen Noten hat. Ne? Was hatten sie denn hier geschrieben? Das ist jetzt alles Englisch, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir sind ja hier auf Deutsch unterwegs. Ja, Artemisia, veredelte Zypresse. Nee, tatsächlich nicht. Tannenbalsam, Patchouli. Also insgesamt untypisch für Fougère. Hat mich auch gewundert. Ich sage ja, es ist sehr grün. Eher doch ein harzig, würziger, eher maskuliner Duft. Aber nichtsdestotrotz gefällt er mir schon mal sehr gut. Muss aber dazu sagen, das sind so Düfte, die wären jetzt nichts für mich. Ich kann auch mit diesen ganzen Chypre-Düften nicht so unbedingt wahnsinnig viel anfangen. Wer allerdings auf diese klassische, so ein bisschen oldschoolige Art der Parfümerie steht, der wird hier auf jeden Fall happy. Das ist schon mal super. Und der zweite ist der Rose Centifolia. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hatten mit dieser 100-blättrigen Rose. Hier stehen auch immer noch so Texte drin. Ne? Also ich sag mal so, das ist relativ umfangreich alles. Das erspare ich euch jetzt. Wir konzentrieren uns wirklich auf die Düfte. Wer da Bock hat, der kann das auf der Website nachlesen. Hier haben wir auf jeden Fall trockene Frische, Vintage-Eleganz und animalische Intensität. Animalik finde ich ja per se immer ganz gut. Also, was haben wir? Bitterorangenöl-Essenz, Kardamom-Essenz, Osmanthus Absolut. Das haben wir dann für die trockene Frische. Dann natürlich das rosa Centifolia Absolut. Bourbon Geranie-Essenz. Absolut des arabischen Jasmin. Und dann haben wir Bourbon Vetiver Essenz, namibische Myrrhe, Harz und Sandelholz. Also, das hier wird wahrscheinlich ein Rosenduft werden, ist ja logisch, das gibt ja der Titel quasi schon vor. Aber, was ich auch hier wieder spannend finde, ist diese Kombination, dass es eher so, ja, dann ja vom Blumigen sehr weggeht. Ne? Also klar, man hat das Jasmin, aber man hat dann unten Vetiver, man hat Myrrhe, Sandelholz, Kardamom. Das sind immer so sehr würzige Sachen und dann das Bitterorangenöl. Jetzt hätte ich mir diese Streifen mal hier vorher rauslegen sollen, dann knistert das auch nicht so. Aber das machen wir jetzt. Komm, wir sind ja nicht doof. Legen wir. So, letztes Knistern für heute. Jetzt liegen die mir hier nämlich vor. Das ist besser. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich bin schon wieder zu langsam. Ich sehe das schon in der Zeit.
Och nö, Alter. Ich hab's gerade noch gesagt, ne? Blockade. Ey, diese Mini-Tester. Ich drücke jetzt hier einfach so lange drauf, bis was kommt. Ja, kann ja nicht sein, dass die Hose hier nicht raus will. Na bitte. Manchmal braucht es einfach nur ein bisschen fürsorgliche Gewalt und dann geht das schon. Also, der Kardamom ist hier super doll. Und man muss sagen, dass... wisst ihr, wie das Opening so ein bisschen riecht? Passt auch irgendwie Richtung Berlin, aber hat so ein bisschen was Spreewaldgurkiges. Ich will das gar nicht schlecht sagen, dass es schlecht ist. Ne? Das ist ja beim Santal 33 auch so, dass viele Leute da so ein bisschen Gurkenwasser haben. Hier ist es dann eher so ein bisschen Gewürzgurke und nicht frische Gurke. Aber das liegt auch daran, Kardamom hat ja so eine sehr eigene Note. Und das Sandelholz hat ja auch manchmal so ein bisschen was, ich sag mal, Menschelndes. Das ist ja das, was hier wahrscheinlich dann die animalische Intensität sein soll. Und jetzt kommt natürlich auch die Rose durch. Jasmin, ne, kann ja auch animalischen Anteil haben, wenn da viel Indol drin ist. Ist auch ein sehr, ich sag mal, trockener, eher traditioneller Duft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier tatsächlich so diese, klar sind die irgendwie reformuliert, aber das sind ja Düfte, die es tatsächlich früher auch schon gab, also vor quasi über 100 Jahren, dass die natürlich anders riechen als jetzt die, die sie neu gemacht haben, weil das hier natürlich eher so in die traditionelle Vintage-Parfümerie-Richtung geht. Da muss ich sagen, also gut gemacht sind die meiner Meinung nach alle, deswegen habe ich ja heute auch gesagt, wollen wir die Marke vorstellen. Aber das ist jetzt nicht so meiner. Ich lege uns die hier hin, dann können wir am Ende nochmal vergleichen, weil wie gesagt, ich weiß, dass auf dem Teststreifen uns oft erstmal nur die Kopfnote da entgegenkommt und damit wir da jetzt nicht irgendwie das Problem haben, dass wir dann dem Duft Unrecht tun, schauen wir da später nochmal drauf. So, jetzt kommt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Lindenblüte und da haben wir jetzt den 1A33 und das kann man nochmal erzählen, das ist das alte Autokennzeichen Berlins und hier sieht man auch schon wieder diese, also Sie sagen, das atmet Berliner Luft, dieses Berlin-Ding zieht sich hier einfach durch. Und hier haben wir Berlins Energie, das ist so ein bisschen Mandarine, roter Pfeffer, ein Akkord von Spreetropfen. Geil, das finde ich irgendwie gut, weil man weiß, dass die Spree hauptsächlich nach Scheiße riecht, aber ich glaube, so ist es hier nicht gemeint. Dann haben wir das Erbe, das ist Jasmin, Sambac absolut, also ein animalischer Jasmin in dem Fall. Da ist sehr viel Indol immer drin im Sambac. Lindenblütenextrakt und Magnolie und der Rhythmus, also hier geht es dann in Richtung Clubkultur. Zedernholz, Irispuder, also da erwarte ich mir so eine gewisse Pudrigkeit, klar. Und ich muss sagen, ich kenne den 1A33 und ich würde sagen, das ist ein Duft, der ist 1A. Ja, sorry, der musste sein. Viele haben ja gesagt, oh, ein bisschen ähnlich wie der Tilia, aber erstens war der hier zuerst da und zweitens ist der auch leichter. Tilia ist ja so ein bisschen überdrehter Quentin Bisch Duft und hier, ja, das ist einfach Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Duft, den ich mir im Sommer definitiv noch zulegen werde. Ich werde nämlich sowieso ein bisschen meine Sommerdüfte mal umstellen und habe mir da schon gedacht, dass ich auf jeden Fall den 1A33 mit reinnehmen will. Also weil diese Mandarine ist da, die Lindenblüten sind da, ob da jetzt die Spreetropfen, also schlecht riecht hier nichts. Ne? Wenn die Spree so riechen würde, hätte Berlin wahrscheinlich kaum ein Problem. Könnten sie ja bei Olympia dann mal durch die Spree schwimmen. Aber ich glaube dann, keine Ahnung, ist auch blöd, ne? Bleibt man wieder in irgendeinem alten E-Scooter hängen oder sowas. Würde sich ja nur geruchlich dann verbessern im Endeffekt. Also hier haben wir wirklich einen ganz, ganz tollen, frischen und originellen Duft. Gerade Lindenblüte hat man nicht so oft in Düften, ist zumindest so mein Gefühl. Ne? Da wird es dann eher oft zitrisch, aquatisch oder halt so, ja, weiß ich nicht, dann wird es irgendwie so blumig, wobei ich das auch im Sommer eigentlich gar nicht so passend finde, weil meistens blumig auch schnell relativ süß wird. Gut, ich sage ja, wir müssen ein bisschen Meta machen. Finde ich aber einen tollen Duft, kann ich bedingungslos empfehlen. Wobei, ich habe ja eher so ein bisschen die Tendenz zu dunkleren Düften, deswegen eigentlich untypisch, dass der mir so gut gefällt, weil diese ganzen blumigen Düfte sonst eigentlich nicht so mein Ding sind, aber der 1A33, wie gesagt 1A. Dann haben wir den Treffpunkt 8 Uhr, das ist eine Neuinterpretation eines JF Schwarzlose Berlin Klassikers. Und das ist eine Erinnerung an Berlins Flirts und Liebesgeschichten, kontrastreiche Inhaltsstoffe, kennzeichnen den Treffpunkt 8 Uhr. Na Wahnsinn, da haben wir die Anziehung, Mango-Duftakkord, frischer Ingwer, Salbei und Herbstzeitlose. Ja. Nicht Schwarzlose, sondern Herbstzeitlose und ein Vetiver-Herz. Und ich muss sagen, Salbei
Kann auch immer so ein bisschen so eine leichte Animalik mitbringen, finde ich eigentlich ganz gut. Und Mango-Akkord, auch hier wieder, ne, das ist sehr, sehr, ich hätte fast gesagt zeitgeistig, wobei ich das jetzt nicht sagen will, weil es gibt auch noch einen Duft, der Zeitgeist heißt und dann sagen wir es vielleicht lieber da. Aber gerade jetzt haben Mango-Düfte so einen Hype und auch da wieder sind einfach Schwarzlose schneller gewesen. Also diesen Duft gibt es ja auch nicht seit gerade eben erst. Da haben die den Zahn der Zeit erkannt. Also ich merke, hier muss man einfach öfter drücken. Die ganzen Tester sind alle so ein bisschen, die wollen nicht. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das ist ja in Berlin oft so, dass die Leute da so ein bisschen am Anfang verschlossen sind. Ne? Und dann geht es aber los. So. Oh. Freunde, ich habe Bock. Aber man muss sagen, hier, also, was diese Düfte alle ausmacht, und das finde ich so besonders schön, und da wird es jetzt wahrscheinlich Leute geben, die das anders sehen, kann ja jeder sehen, wie er will, aber ich finde, oft sind die schwarzlose Düfte wirklich, die riechen sehr natürlich. Also da wird natürlich auch eine Synthetik drin sein, es geht ja fast nicht anders, will ich sagen. Aber man muss schon sagen, diese anderen Mango-Düfte, die man sonst so riecht, das wirkt ja oft immer so aufgefropft, ne, und so wahnsinnig intensiv. Dieser Mango-Akkord hier, es sorgt natürlich auch dafür, dass es jetzt, also wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich vielleicht die Mango nicht so unbedingt rausriechen, bin ich ganz ehrlich. Da würde ich eher auf so was blumig-fruchtiges tippen. Jetzt, wenn man es weiß und liest, kann man das schon rausriechen. Aber dafür hat man halt einen Duft, der auch nicht so overpowered ist und der nicht so eine super süß synthetische Mango hat, sondern auch hier so eine elegante, leichte, frische Note hat, was den durchaus auch im Sommer tragbar macht, was ja, auch wenn das anders gedacht ist in Mangodüften, für mich oft eigentlich gar nicht so gut funktioniert, da bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, gerade bei Mangodüften hat man oft das Problem, dass die einen so erschlagen und gerade wenn es heiß ist und man dann so einen ganz süßen Duft trägt, ist das eher unangenehm. Von daher, ich bin übrigens nur, dass das mal einmal gesagt ist, ne, prinzipiell sehr gut vorbereitet. Ich habe dieses Büchlein nur dabei, weil es A, wahnsinnig schön ist und B, weil ich das auch mag, einfach immer noch so ein bisschen so zu schauen, was eine Marke selber darüber denkt. Ne? Und dann haben wir noch eine neue Kreation jetzt als nächstes und das ist jetzt der Rausch, das passt natürlich zu Berlin, das sagen sie auch, das ist die erste Neukreation. Sie fasst die Kreativität der Stadt Berlin in einem Duft zusammen. Rauchnoten, Andeutungen spezieller Bitterstoffe und zugleich, ja, ist das ein Verweis auf die goldenen 20er, die Gegenwart, Nachthochburg Berlin und. Wir kennen das. Hier sagen sie, der Reiz ist hier roter Pfeffer, Sandelholz, der mystische Suchtfaktor. Ist das Zypriol, also die Rauchigkeit, Patchouliherz und Vanillebohne und die Überhöhung, Amber und Oud. Da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt. Ich mag ja Oud-Düfte sowieso ganz gerne und wie immer kenne ich von Schwarzlose natürlich ein paar Düfte, aber die tatsächlich hier, die meisten, noch nicht. Das habe ich mir aufgespart. So, Amber und Oud finde ich mega gut. Das reimt sich, was sich reimt, ist auch gut. Ja, und da würde ich direkt sagen, das ist für mich auf Anhieb. Wisst ihr, woran der mich erinnert? An den Silver Oud von Amouage. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil das ist schon ein doller Oud-Duft. Klar, mit kann man sagen, der Amouage-Duft hat natürlich ein viel stalligeres Oud, das stimmt. Aber das hier ist jetzt kein harmloses Oud. Also das ist jetzt nicht so ein Oud-Wood-Oud. Eieiei. Der ist ja wirklich super. Also ihr seht mich positiv überrascht. Sehr süß, muss man schon sagen. Das ist oft so bei dieser Oud-Zypriol-Kombi. Ne? Also quasi so diesem animalischen Charakter und Rauch muss man einen Duft ziemlich süß machen, damit so eine Formel funktioniert. Und es ist hier fantastisch gelungen. Also das ist auf jeden Fall eher die dunklere Richtung, eher Herbst-Winter. Und da muss ich sagen, wer sagt, die 500 € für Amouage sind mir zu viel, der bekommt hier wirklich einen vergleichbaren Duft. Ich weiß nicht, ob die Haltbarkeit so lang ist, das kann ich jetzt natürlich logischerweise nicht testen, aber vom Duftprofil, zumindest was das Opening angeht, wie er sich dann nachher entwickelt, weiß ich nicht, aber der Amouage wird sehr vanillig und hier ist ja auch die Vanille. Hat wirklich eine krasse Ähnlichkeit. Also wer noch was sucht, was so ähnlich riecht, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wie gesagt, kannte ich nicht, bin ich mega überrascht, dass der wirklich so doll ist. Also krass. Gut, als nächstes haben wir den Trance. Da müssen wir jetzt nicht auch wieder alles hier lesen. Ne? Da geht es um, ja, alle Sinne ansprechen, hypnotisch und so weiter und so fort. Die Dualität der Seele Berlins. Das sind schön geschriebene Texte. Die haben jetzt nicht so viel mit den Düften immer zu tun, aber liest sich schön. Und was auch ganz cool ist, man sieht oft, aber ist das scheinbar keine neue Kreation? Nein. Original von 1913. Guck mal hier, das sieht man dann hier unten. Jetzt
zeig das mal. Da sieht man da immer diese kleinen Flakons unten noch. Also ja, ich halte das jetzt hier echt scheiße, ich weiß. Kauft euch das Buch einfach, ist doch egal. Jedes Discovery Set lohnt eh. Herkunft und Sensualität, jungfräuliche türkische Rose und Rosen Absolut, also haben wir einen Rosenduft, kristallierte Blütenblätter und Puder von Gewürzen und Blättern. Also blumig grün, vielleicht eher leicht pudrig und ein Tropfen von Absinth, um den Geist zu befreien, die verbotene Essenz. Gut, also dann geben wir uns dem Trance jetzt hier mal hin. Ja, das geht scheinbar auch auf natürlichem Wege. Auch wenn das ja heute kaum noch einer so macht. So, jetzt kommt das hier nicht raus. Doch, da ist es. Trance. Ja, und das ist wirklich, die Rose hätte ich eigentlich im rosa Centifolia erwartet. Weil das ist ein modernerer Rosenduft. Muss ich sagen, spontan erinnert der mich an den Radical Rose von Mathieu Premier. Und das ist eine gute Referenz. Also zumindest hier hat man eine sehr, sehr schöne, deutliche, eher so ein bisschen süßliche Rose, aber überhaupt nicht oldschoolig. Also das ist schon ein sehr moderner Duft. Ich gucke jetzt nochmal nach, was die da jetzt gerade gesagt haben, was da noch drin ist, weil ich habe ja auch das Gedächtnis wie ein Sieb. Blütenblätter, Puder von Gewürzen und Blättern. Ja, und der Pfeffer, der da drin ist. Also, wie gesagt, den Absinth würde ich jetzt nicht rausriechen, hat ja meistens dann eher auch so eine kleine Anisnote. Aber diese Pfeffrigkeit ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, in dem Radical Rose ist ja so Piment. Könnte ja hier bei den Gewürzen auch bei sein. Also, es gibt eine leichte Ähnlichkeit, aber auch hier finde ich trotzdem einen tollen Duft, schön ausgewogen, super, super modern. Und gleichzeitig haben die alle eine schöne Haltbarkeit, ist zumindest so meine Erfahrung, ohne jetzt so eine super intensive Sillage zu haben, weil das finde ich auch oft gar nicht so gut, bin ich ganz ehrlich. Jetzt kommen wir zum Thema Zeitgeist, was ja auch passt, weil große Sillagen sind zeitgeistig. Eigentlich ist das ja dann so ein bisschen, muss man ja eigentlich sagen, Kontra-Zeitgeist. Und der verkörpert jetzt hier den unsteten Charakter unserer Gegenwart. Und hier sollen jetzt extreme Kontraste aus heiß trifft auf kalt, Stagnation auf Stimulus und so weiter, sollen jetzt hier sich wiederfinden. Und da haben wir einmal Amber Extrem, das ist natürlich ein Molekül, oder ich glaube, ist das nicht sogar ein patentierter Duftstoff, dieses Amber Extreme? Müsst ihr nochmal nachgucken, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade nicht parat habe. Hier sind auf jeden Fall viele von diesen, also Kalone, Peru-Balsam, Algae Absolut und auch gerade so viele von diesen typischen Aromachemicals. Nebulon, Edenolit. Also Leute, wenn man das zum ersten Mal liest, ne, dann ist man wirklich angeschmiert, wie man sagen würde. Sexiness, Veränderlichkeit, Avantgarde, Leatherwood, tasmanische Scheinulme. So, komm, also haben wir jetzt hier so einen ledrigen Duft. Ich habe dummerweise keine Ahnung, was diese ganzen anderen Dinge machen. Amber, Leder habe ich rausbekommen, aber was diese ganzen anderen Moleküle sind, ich muss da wirklich, glaube ich, noch mal mehr ins Detail gehen beim nächsten Mal. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Freue ich mich immer, ob wir sowas einfach besprechen wollen. Und überraschenderweise, ich habe gerade schon geguckt, ob es vielleicht der falsche Sprüher ist der ganz anders als erwartet. Das ist ein ganz grasiger grüner Duft, der Zeitgeist. Und irgendwie habe ich da auch so eine Erinnerung dran, an irgendwas fast Essbares, aber ich komme natürlich jetzt nicht drauf, was das ist. Boah, interessant. Ja, könnte fast so eine leichte Kümmelnote sein, ohne dass es unangenehm ist. Ist aber tatsächlich, muss ich sagen, keiner meiner Favoriten. Also der ist, also wenn man so grüne Düfte mit so einem würzigen Anklang mag, ist der vielleicht auch toll. Für mich wäre das jetzt eher so einer, den ich jetzt vielleicht eher liegen lassen würde. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht nah genug am Zeitgeist. Wer weiß es schon. Kann es ja auch nicht allen recht machen. So, jetzt haben wir den Leder 6 und dann nehmen wir den Flakon. Das zeige ich euch nämlich dann mal. Dann habt ihr das auch noch mal gesehen. Also den habe ich jetzt ja schon oft gezeigt. Das ist der Leder 6. So sehen diese Flakons alle aus. Auch mit dieser schönen goldenen Kappe hier. Da ist oben dann auch noch mal das schwarzlose Logo drin. Das ist diese Lindenblüte-Geschichte. Ich hoffe, die Kamera zeigt das jetzt so ein bisschen. Kommen halt alle auch in diesen wirklich hübschen Boxen. Kann man auch noch mal zeigen. So sehen die dann hier aus. Und ja, da weiß ich schon, was mich erwartet. Das ist der Styrax-Duft. Ja, Styrax Vanille, ein Traum, finde ich. Ja, super schön. Wer dazu mehr wissen will, kann sich gerne nochmal das Video über Lederdüfte angucken. Da werde ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach, der hat so einen Milchakkord, der hat super viele ganz krasse Gewürze.
Und dann so eine ganz süße, weihrauchige Styrax-Creme quasi. Absoluter Favorit. Wobei, also wie gesagt, dieser Rausch da auch schon sehr, sehr nah rankommt, muss ich schon sagen. Dann haben wir den Altruisten. Ja gut, Altruismus, das wissen wir ja alle. Das sind die Leute, die anderen einfach gerne etwas Gutes tun, die einfach von sich aus gerne helfen und dem Menschen etwas Gutes antun wollen. Hier steht jetzt, es ist eine Kooperation mit dem Künstler Paul de Florian, der mir gar nichts sagt, was wahrscheinlich jetzt schlecht ist. Aber Pech gehabt. Sorry, Paul, kenne ich nicht. Frische Bergamott, Ingwer, Orangenblüte, Muskatnuss, Zedernholz, Ambramone, TM, also auch da wieder ein Aromachemical. Hier haben wir Transparenz, Imagination, Kontrast. Imagination. So. Was habe ich jetzt gesagt? Ist das? Oh Mann, habe ich doch gerade hier. Jetzt finde ich den hier gar nicht. Ist der denn jetzt hier? 2020. Ist das verrückt? Bin ich jetzt dumm? Altruist, da ist er doch. Hat er sich versteckt vor mir? Nee, das ist der Zeitgeist. Wo ist denn hier dieser Altruist? Der muss doch hier drinnen sein. Sag mal, Freunde, habt ihr mich jetzt hier um Duft betuppt oder was? Ja, scheinbar ist der Altruist hier gar nicht drin. Na super. Gehen wir nahtlos weiter zum 2020. Schneide ich auch nicht raus, ist egal. Ja, sorry, Paul. Wie soll ich dich auch kennen? Dein Duft ist ja gar nicht hier drin. Der Paul natürlich jetzt irgendwie sagen, ja, scheiße gelaufen für mich. Also auch nochmal an alle, die dieses Set hier machen, ne? Wirklich klasse gemacht, schön gemacht, aber warum ist der Altruist nicht drin? Der steht doch hier im Buch drin, dann ist er da plötzlich nicht bei. Das ärgert mich jetzt. So, Ode an Berlins Goldene 20er. Ist auch eine Neubelebung eines Klassikers. Und das, also, uiuiuiui, da ist wieder eine ganz starke Rose, das rieche ich bis unters Dach. Rosenessenz, Benzoharz, Patchouli, orientalisches Amberholz, rosa Pfeffer, Bourbon-Geranie. Klasse. Ist ein super Duft. Ich sag mal so, das ist eine DNA, die kennt man. Gerade wer so eher in die Richtung Vintage-Rosendüfte das mag, auch wenn es ein bisschen seifig wird, der kommt hier voll auf seine Kosten. Finde ich aber einen tollen, eleganten Duft, ist eigentlich gar nichts dran auszusetzen. Hat so eine leichte Pudrigkeit, auch so eine leichte, ja, hat wir schon mal Nivea-Creme-Note, hier allerdings ganz angenehm. Also das wertet den Duft in keiner Weise ab. Toll, super, okay. Ja, dann haben wir es jetzt hier fast durch, weil wie gesagt, der Paul hat sich ja hier unseres Tests entzogen. Und zuletzt haben wir den Etrango, ja genau, entfesselt, intensiv, ein Kaleidoskop komplexer Aromen. Nun gut, was bekommen wir hier? Also einmal die Lichtgestalt, bestehend aus Bergamott, Kümmel und Safran. Da haben wir die Fantasie, den arabischen Jasmin, die Damaszenerrose und Nelke. Und dann haben wir unten Patchouli, Eichenmoos und Cypriol. Und damit haben wir ihn, das ist eigentlich ein Chypre-Duft. Wir haben die Bergamott, wir haben Jasminrose und wir haben Eichenmoos. Und das braucht man für einen Chypre-Akkord, aber hier anscheinend mit einem modernen Twist. Freue ich mich drauf. Ich habe den Etrango auch schon mal gerochen, bin ich ganz ehrlich. Fand ich gut. Vor allem, weil der Safran echt was addiert. Chypre-Safran. Weiß eigentlich einer, woher das Chypre kommt? Nee, wahrscheinlich, ne? Wenn das jemand weiß, ich erzähle es jetzt einfach, während ich hier mir einen Wolf drücke. Mann, Leute, echt, ganz im Ernst. Kauft euch doch mal so Dinger, wo was rauskommt. Das kann doch immer nicht sein. Das ist schon eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das könnte Leute irritieren, weil das natürlich nicht so ganz dem Qualitätsanspruch gerecht wird, den die da wahrscheinlich haben. So, jetzt, da war zumindest einer. Kommt da nochmal was? Chypre kommt eigentlich von Zypern. Daher kommt das wohl. Und scheiß drauf, komm. Also Leute, ja, und das ist wirklich ein toller Duft, wer so einen typischen Chypre erwartet, ich versuche es jetzt nochmal, weil ich will den noch, also da muss doch mehr, ja, so, was lange währt, wird endlich gut. Ja, also natürlich, man hat dieses ein bisschen traditionelle, aber der Safran bricht es mit dieser medizinischen Kühle toll auf und sorgt dafür, dass das überhaupt nicht oldschoolig wirkt. Also da hat man wirklich eigentlich so einen klassischen Duft absolut in die Neuzeit überführt. Finde ich richtig gut. So, ich sehe, wir bewegen uns schon wieder auf die halbe Stunde zu. Deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Schluss. Komm, ich habe jetzt hier auch keinen Bock, hätte ich fast gesagt, das stimmt ja gar nicht. Aber wir müssen, ne, wir haben keine Zeit. So, wir gehen es jetzt nochmal durch. Also wir haben angefangen mit den ältesten Düften, die es damals schon gab, dem Fougère. Das ist hier dieser Farnduft, den ich auch echt toll fand. Sehr maskulin, sehr oldschoolig. Jetzt doch so ein bisschen Rasierwasser ist es vielleicht aber.
Also wer wirklich so einen traditionellen, schönen Fougère sucht, der wird hier glücklich. Wie gesagt, meine persönliche Duftpräferenz, mir wäre der jetzt ein wenig zu oldschoolig. Dann hatten wir den Rosa Centifolia. Der ist deutlich anders geworden, muss ich sagen. Das überrascht mich. Also hier ist jetzt, der war ja am Anfang so ein bisschen sperrig, hatte ich das Gefühl. Das ist jetzt besser geworden. Was ich krass finde, ist, dass er gar nicht so super rosig riecht. Nee, also der Kardamom hat sich gelegt. Der ist sehr ausgeglichen, sehr schön. Und dafür kommt jetzt ein bisschen auch diese Myrrhe unten rum durch. Das finde ich klasse. Und ja, mir ist der Teststreifen runtergefallen, aber das ignorieren wir jetzt. Wir sind ja eh hier beim Fazit. Dann haben wir den 1A33, weiß ich, der ist 1A. Ist der auch immer noch, diese Mandarine ist wirklich stark, ist wirklich prominent und ergänzt sich toll mit dieser, hier ist wieder Großeinsatz in Hamburg, ne? Weiß ich auch wieder nicht. Hamburg Crime City. Wobei ich glaube, das ist eher Feuerwehr. Die fahren bei mir immer um den Block. Also, hier 1A Duft auf jeden Fall. Mit einer wirklich schönen Lindenblüte, passt perfekt mit dieser Mandarine zusammen. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr einen tollen Sommerduft sucht. Dann hatten wir den Treffpunkt 8 Uhr. Da erinnere ich mich, dass ich da... Das ist auch besser geworden. Schau mal an. Also jetzt kriegt man hier fast so ein bisschen so was Minziges. Oh, sehr, sehr erfrischend. Also wirklich, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Und das macht einen guten Duft für mich aus. Das war hier der mit der Mango. Ja, wirklich. Wirklich schön. Der Ingwer gibt so ein bisschen noch einen Kick. Und ist ein sehr natürlicher Duft. Überhaupt nicht so wie diese typischen synthetischen Mangodüfte. Rausch haben wir jetzt hier. Das war der Amber Oud Duft. Ja, tatsächlich. Der dem Amouage Konkurrenz macht. Mann. Das ist ein tolles Ding. Also wirklich. Und der ist auch echt, der ist schon stark udig. Also wirklich, das finde ich besonders gut, dass sie sich da nicht haben die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern sich da was getraut haben. Dann hatten wir den Trance. Genau, das war so ein bisschen, hatte ich ja gerade so ein bisschen, ich sag jetzt mal ketzerisch gesagt, so ein bisschen so Radical Rose mäßig, wobei, wie gesagt, der hier, glaube ich, älter ist. Und den finde ich nach wie vor toll. Jetzt tatsächlich kriegt man so eine leichte Anisnote, die sich schön ergänzt. Also bis jetzt habe ich wirklich, muss ich alles zurücknehmen. Jetzt haben wir den Zeitgeist. Das war, glaube ich, jetzt muss doch mal einer dabei sein, wo ich zumindest jetzt noch sage, ja, ist immer noch nicht so ganz meins, weil bis jetzt waren die wirklich, haben die sich alle toll verändert. Ja, genau, das ist er, ja. Da ist so ein Moschuskomplex drin und Leatherwood, aber ich muss sagen, das kommt hier gar nicht so gut durch. Also ich habe vor allem die Algen absolut, das ist das, was ich gerade meinte. Mit dem frischen Gras, aber das ist das, wo ich gesagt habe, irgendwas, an was mich das erinnert. Algen. Überhaupt nicht aquatisch, aber ist ein Algenduft. Also wer Bock auf Algen hat, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Den Altruisten überspringen wir jetzt. Wir sind halt einfach keine Menschenfreunde, können wir uns auch nicht aussuchen, ist nicht dabei. Sorry, Paul, an der Stelle nochmal. So einfach, damit es klar ist. Dann haben wir den Leder 6. Das ist einfach ein Banger. Den 2020, auch ein schöner Rosenduft. Ich weiß nicht, ich finde ihn jetzt, er ist jetzt so ein bisschen ähnlich wie diese Namen, warum kann ich mir das denn hier nicht merken? Was war das jetzt hier? Wie der Trance, aber ist noch ein bisschen dunkler, ein bisschen cremiger. Finde ich auch wirklich richtig schön gemacht. Und zuletzt hatten wir den Etrango. Und jetzt muss ich euch sagen, also der Safran kommt stark durch. Und es könnte fast ein Gualtieri-Duft sein. Ganz spannender Verlauf. Also allein, wie die sich auf den Teststreifen hier verändert haben, ist echt abgefahren. Der hatte doch auch so ein Kümmelding da drin, ne? Glaube ich, meine ich hier das. Ja, genau, Kümmel, Safran. Schön, wirklich schön. Also, abschließendes Urteil, damit wir jetzt hier nicht wieder völlig die Zeit aus den Augen verlieren. Aber gut, waren jetzt auch viele Düfte, muss man ehrlich sagen. Würde ich sagen, haben sie gut gemacht. Ja, also das ist alles gut geworden hier, Schwarzlose Berlin. Klasse. Ich habe meine klaren Favoriten. Der Leder 6, absolut toller Duft. Dann der Rausch war es, glaube ich, ne? Exakt. Den 1A33 kann ich euch auch noch empfehlen. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, die anderen, man muss halt wissen, worauf man mehr Lust hat. Ist man eher so der typische Rosentyp, dann hat man hier gleich 3 Düfte zur Auswahl. Und auch der Etrango am Ende mit dieser fast schon Gualtieri-artigen Entwicklung stark. Also, wie gesagt, für mich sind gerade so diese grünen Düfte, vielleicht der Fougère,
eher nicht so meins und dieser, sorry, ey, ich komme wirklich hier durcheinander, dieser Zeitgeist, da bin ich einfach nicht zeitgeistig genug für. Aber nichtsdestotrotz, probiert es aus. Wie gesagt, eine tolle Marke ist erstmal eine deutsche Marke, die irgendwie wirklich substanziell was hervorbringt. Ich finde, ey, ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Aber Deutschland ist schon so ein bisschen Brachland, wenn es um Parfum geht und da ist mit Schwarzlose wirklich eine tolle Marke am Start. Also gebt denen eine Chance. Gute Düfte, nices Packaging, gutes Design und Top-Kundenservice, zumindest meiner Erfahrung nach. Ja, damit verabschiede ich mich schon. Sind wir durch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich höre jetzt auf mit dem Berliner Akzent und mache mein Outro, wie immer. Also für alle, die keinen Bock haben, sich das anzuhören, schalten jetzt ab. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Liked das Video, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, teilt das Video, Rambazamba und so. Und dann würde ich sagen, wünsche ich jetzt mal ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, startet frisch und gut gelaunt in die nächste Woche. Und ich hoffe, ihr habt nicht so beschissene Nachbarn wie ich. Alles Liebe, alles Gute und tschüss!